Eigentlich geht es dabei genau darum, wie eben eine Nation versucht, sich zu repräsentieren. Du beschäftigst dich in deiner Forschung mit der Polizeireform der schottischen Polizei. Worum geht es da genau? Naja, also im Endeffekt geht es eigentlich darum, diesen Reformprozess zu verstehen. Und ein Kernpunkt des Ganzen ist eben, dass die Polizei sich mehr und mehr identifiziert bzw. sagt, dass sie diese Philosophie des sogenannten Human Rights-Based Policing versucht zu leben, also quasi menschenrechtsbasierte Polizeiarbeit. Und dazu muss man wissen, dass Schottland insgesamt sich auch gerne progressive Werte zuschreibt. Ja? Menschenrechte ist da definitiv von großer Bedeutung. Und die andere Komponente ist tatsächlich, dass die Polizei auch zunehmend international aktiv ist. Zum Beispiel eine dezidierte internationale Akademie sozusagen, also eine International Academy hat, wo dann eben auch Polizeiorganisationen aus anderen Ländern hinkommen, um über die schottische Polizeiarbeit zu lernen. Und ich versuche eben zu verstehen, wie das Ganze zusammenhängt mit einem größeren Nation-Branding-Projekt. Und eigentlich geht es dabei genau darum, wie eben eine Nation versucht, sich zu repräsentieren. Also so eine Art Identität. Ein Bild der Nation quasi zu kreieren. Und eben dieses Bild sozusagen auf der einen Seite international zu verbreiten oder zu vermarkten sozusagen. Das Ganze kann aber natürlich auch Rückwirkung haben auf das nationale Geschehen und dementsprechend zur Identitätsbildung beitragen. Du hast ja einen Schal mitgebracht, ne? Was hat der Schal mit deiner Forschung zu tun? Ja genau, ich habe diesen Schal mitgebracht. Das ist so ein typischer schottischer Schal in diesem typischen Karo-Muster, den ich auch dort gekauft habe, als ich dort war letztes Jahr. Und ich meine, dieser Schal ist ja, oder dieses Muster ist ja gewissermaßen Ausdruck schottischer Identität. Und wie gesagt, darum geht es ja gewissermaßen auch in meiner Forschung. Nun bist du ja ein Deutscher, der über die schottische Polizei forscht, was ja erstmal seltsam erscheinen kann. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ja, genau, witzig, dass du das sagst. Das ist auch eine Frage, die mir immer gestellt wird, wenn ich dann in Schottland bin. Was machst du hier? Warum forschst du über schottische Polizei? Naja, die Story ist eigentlich die, dass ich im Master und auch im Bachelor auch schon zur Polizei geforscht habe, allerdings in einem lateinamerikanischen Kontext. Und mich hat immer schon dieser internationale Aspekt der Polizeiarbeit interessiert. Und als ich mich dann entschlossen hatte, promovieren zu wollen, habe ich halt geguckt, okay, was passiert gerade in der Welt, was könnte ein interessantes Dissertationsthema sein, und habe dann eben relativ zufällig eigentlich einen Artikel gelesen über sozusagen die Öffnung dieser International Academy der schottischen Polizei. Also ich glaube, der Titel war Police Scotland Exports its Human Rights Approach. Okay. So, und das hat dann mein Interesse geweckt. Dann dachte ich mir, okay, was ist überhaupt diese Human Rights Approach? Warum möchte die schottische Polizei das exportieren sozusagen? Was bedeutet das? Und dann folgten eben diese weiteren Fragen, okay, was hat das zu tun mit dem generellen politischen Geschehen? Und dann sind mir eben Dinge aufgefallen, wie zum Beispiel, dass die Polizei ja ein Jahr gegründet wurde, also vor dem Unabhängigkeitsreferendum. Und so hat sich dann mit der Zeit ein Dissertationsprojekt entwickelt. Was für ein Untersuchungsmaterial hast du da? Also an was für Material untersuchst du das? Genau, also bisher ist es so, dass ich mir eigentlich überwiegend zwei Materialien sozusagen habe. Also auf der einen Seite sind das Policy-Dokumente, also Dokumente, die veröffentlicht werden von der schottischen Regierung, von der Polizei und von der sogenannten Scottish Police Authority. Das ist die Aufsichtsbehörde, also eigentlich Regierungs- und Polizeidokumente. Und dann führe ich vor allem Interviews, also vor allem mit PolizistInnen, vor allem höherrangigen PolizistInnen, aber auch denjenigen PolizistInnen, die dann zum Beispiel
international tätig sind, also ins Ausland gehen im Auftrag sozusagen der internationalen Akademie. Genau, aber auch externe Stakeholder, Civil Servants, also Leute, die für die schottische Regierung arbeiten. Genau, und das dritte Element bisher ist partizipative Beobachtung. Ich war also ein paar Mal dort und habe an so internationalen Polizeiprogrammen teilgenommen. Also zum Beispiel war ich einmal dort, als eine norwegische Polizeidelegation dann nach Schottland gekommen ist für so ein Training. Und ein anderes Mal war es eben eine Polizeidelegation beziehungsweise Polizeidelegationen aus Malawi und Sambia. Genau. Und es geht schon immer dann auch, also bei diesen Trainings geht es immer um diese menschenrechtsbasierte Polizeiarbeit? Dabei kann es zum Beispiel darum gehen, wie Demonstrationen poliziert werden sozusagen und wie das eben in Schottland der Fall ist und was eben die schottische Methode ist. Und tatsächlich diese Frage, was überhaupt Human Rights-Based Policing ist natürlich auch eine Frage, die mich interessiert. Weil natürlich ist die Frage, inwieweit sich diese Philosophie in die Praxis umschlägt und ob das Ganze eigentlich, also was es dann eben bedeutet in der Praxis. Genau. Ja. Eigentlich sollte man ja erwarten, dass alle Polizeien irgendwie Menschenrechte wahren, ne? Also insofern. Absolut, und das ist ja auch, das ist sicherlich auch eine spannende Frage. Genau, also was bedeutet das eigentlich konzeptionell, zu sagen, okay, wir haben hier ein dezidiertes Konzept, Human Rights-Based Policing. Human Rights steht also sozusagen im Zentrum von allem, was wir tun. Was heißt das in der Praxis? Und tatsächlich ist es so, dass wenn man jetzt nach England gehen würde, dann würden dir die PolizistInnen dort wahrscheinlich auch sagen, ja klar, Menschenrechte stehen im Zentrum. Zumal tatsächlich das Training, was englische und schottische PolizistInnen erhalten, in vielen Aspekten gleich ist. Genau, das heißt, das sind definitiv Fragen, die mich bewegen. In diesen internationalen Trainings und Programmen geht es dann immer um spezielle Aspekte, also zum Beispiel Demonstrationen. Also Demonstrationen, also Proteste sind sehr interessant, weil das ist tatsächlich ein Aspekt, wo die schottische Polizei sagt, dass dort sehr deutlich, also dass dort diese menschenrechtsbasierte Polizeiarbeit sehr deutlich wird. Okay. Und inwiefern? Naja, vor allem sagen sie, dass sie sehr viel Wert auf Deeskalation legen, okay. Deeskalation im Fokus steht und dass das eben ein Unterscheidungsmerkmal ist von Polizeiorganisationen in anderen Orten. Und wenn du jetzt dahin fährst und diese Leute interviewst, ne, oder auch da teilnimmst an diesen Trainings oder an den Veranstaltungen, die dort sind, ist das einfach, da mit den Leuten in Kontakt zu kommen? Oder sind die erstmal so ein bisschen so, dass sie sagen, da kommt einer aus Deutschland, was will der eigentlich von uns? Also wenn ich dann dort bin, wenn ich dann tatsächlich an diesen Trainings teilnehme oder wenn ich dort generell, also in dieser Polizei, in den Headquarters sozusagen, wenn ich dort präsent bin, sind die Leute eigentlich super nett und ich habe generell die Erfahrung gemacht, dass die schottische Polizei eigentlich sehr offen ist, was die Zusammenarbeit mit ForscherInnen betrifft. Allerdings ist es so, wenn es darum geht, tatsächlich Interviews zu organisieren, gerade eben mit höherrangigen Personen, dass es dann nicht so einfach ist, weil die Leute eben auch wenig Zeit haben, andere Dinge zu tun haben, andere Prioritäten. Und dann ist vielleicht der Doktorand aus Deutschland, der immer wieder E-Mails schreibt, so hey, können wir mal bitte dazu sprechen, gerade nicht so interessant oder eben gerade nicht die größte Priorität. Aber wenn ich dann dort bin, sind die Leute eigentlich sehr offen. Und das ist ganz spannend. Also es gibt tatsächlich, also dieser Ort heißt Tullyellen, Genau, das Hauptquartier der Polizei ist tatsächlich auch angesiedelt in so einem Schloss, Tullyellen Castle. Also das passt sehr typisch, es ist ein sehr typisches schottisches Bild sozusagen. Und es gibt dann auch eine Bar in diesem Komplex,
sozusagen. Und das heißt, hin und wieder war ich dann auch abends noch mit ein paar also internationalen PolizistInnen, die zu Besuch waren, aber eben auch schottischen TrainerInnen dann noch auf ein Bier in dieser Bar. Und da war die Atmosphäre auch immer sehr offen und man hat sehr gute Gespräche geführt. Und wäre ich nicht dort gewesen, hätte ich definitiv nicht die Art von Informationen bekommen, die ich eben jetzt bekommen habe. Und gerade wenn man eben eine gewisse Weile dort ist, also mehr als irgendwie nur einen Tag, wenn man irgendwie ein paar Tage sozusagen mit den Leuten dort auch wirklich verbringt, dann baut man ja auch eine Beziehung zueinander auf und genau. Das hat definitiv eine Auswirkung auf die Art von Gesprächen, die man dann auch führt. Genau, also die spannende Frage ist ja, genau, womit identifizieren sich PolizistInnen? Was sind so die Werte, mit denen die sich identifizieren? Und also ein sehr simpler, aber doch sehr bedeutender Unterschied zwischen der deutschen und schottischen Polizei ist ja zum Beispiel, dass deutsche PolizistInnen routinemäßig Waffen tragen und das in Schottland eben nicht der Fall ist. Und das Spannende ist eigentlich, dass das auch ein wichtiges Identitätsmerkmal der schottischen PolizistInnen ist. Also sie sagen ganz häufig dann auch in diesen internationalen Trainings, ja, wir haben routinemäßig keine Waffen, also brauchen wir nicht, wir sind da sehr stolz drauf. Und ich denke, das ist für viele deutsche PolizistInnen erstmal eine große Überraschung.